Hallo Freunde, draußen ist es etwas kalt geworden und ihr beschwert euch darüber, dass ihr nirgendwo hingehen könnt. Seien Sie dankbar, dass Sie nicht im Norden leben. Genauer gesagt, in der Republik Sascha der Russischen Föderation im Dorf Oymyakon. Oder schlimmer noch, dass Sie sich mit der Antarktisstation Vostok abfinden? Niedrige Temperaturen im Gebäude sind weitgehend geländebedingt. Es liegt in einem Becken, in das Luft aus den umliegenden Bergen strömt. Im Januar kann die Temperatur hier wochenlang bei 50 Grad liegen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass dieser Ort zu Recht als der kälteste Ort der Welt bezeichnet wird. Die niedrigste Temperatur in der Geschichte von Oymyakon erreichte 71 Grad Celsius. In den 1920er Jahren war es eine Raststätte für Rentierzüchter. Um die Nomaden anzusiedeln, machte die Sowjetregierung diese Siedlung jedoch dauerhaft. Ironischerweise bedeutet das Wort Oymyakon nicht gefrierendes Wasser zu Ehren einer nahegelegenen Bergquelle. Dennoch leben und arbeiten immer noch Menschen hier. Kinder gehen in einem jakutischen Dorf zur Schule. In Oymyakon leben weniger als 1000 Menschen. Die Menschen beschäftigen sich hauptsächlich mit Viehzucht, Rentierzucht und Fischerei. Im Sommer gehen die Bewohner zur Heuernte. Trotz allem gibt es das Internet und die Mobile-Kommunikation. Es gibt auch einen kleinen Flughafen. Es entstand zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Es gibt eine Schule, ein Krankenhaus, einen Kindergarten, eine Bibliothek, eine Bäckerei, eine Tankstelle, eine Turnhalle und ein Geschäft. Die örtliche Schule schließt übrigens nur bei Temperaturen unter -52 Grad. Der kürzeste Tag im Dezember dauert 3 Stunden. Aber im Sommer gibt es weiße Nächte. Der Sommer ist durch große Temperaturunterschiede gekennzeichnet. Tagsüber kann es +30 AV betragen, nachts unter 0 Grad Celsius. Da in dem Haus noch immer wie vor 100 Jahren Kohle und Holz zum Heizen verbrannt werden, gibt es nur wenige moderne Geräte. Die Kinder sind als Kohlköpfe verkleidet und haben nur die Augen frei. Es ist möglich, sich nur auf einem Schlitten fortzubewegen, da es unwahrscheinlich ist, dass ein Kind in einer solchen Uniform alleine laufen könnte. Erwachsene kleiden sich in Pelzmäntel, Federjacken, Pelzmützen, hohe Pelzstiefel aus Rentierfell und ziehen 2 oder 3 Paar an. Strumpfhosen, Hosen und Socken vor Erfrierungen im Gesicht werden durch Mützen für die Stirn und einen Schal für die Nase geschützt, dennoch kommt es immer noch zu Erfrierungen, die aber nichts ändern. Weibliche Natur. Es kam vor, dass Frauen selbst bei 50 Grad Nylonstrumpfhosen unter ihren Pelzmänteln trugen und es schafften, nicht zu frieren. Dies sind häufige Probleme, mit denen die Bewohner von Oymyakon jeden Tag konfrontiert sind. Tinte gefriert in Stiften, Taschenlampen verlieren an Leistung und vieles mehr. Die Einheimischen lassen ihre Autos den ganzen Tag laufen, weil sie befürchten, sie einfach nicht starten zu müssen. In Autos werden Zusatzheizungen eingebaut, es wird arktischer Diesel verwendet, Dieselkraftstoff wird mit Kerosin gemischt. Viele Autofahrer bauen selbst ein spezielles Rohr, um den Kraftstoff zu erhitzen, und es gibt noch ein weiteres Problem bei Bestattungen bei solchem Frost, dem Ausheben eines Grabes bei gefrorenem Boden kann es bis zu 3 Tage dauern. In einem solchen Fall muss der Boden zunächst durch Feuer erhitzt und heiße Kohlen an den Rändern platziert werden. In letzter Zeit versucht das Dorf, touristische Traditionen zu entwickeln. Seit 2011 finden in Oymyakon der Rally Raid und das Paul Colt Festival statt. Diese Gegend ist auch für den Levinger Lake und den Misty Mountain bekannt. Viele Tourismusunternehmen bieten an, die Siedlung zu besuchen und zu versuchen, unter solchen Bedingungen zu leben. Wenn eines der Mädchen das Risiko eingehen möchte, ein solches Make-up für Instagram kostenlos zu machen und keine Angst vor dem Erfrieren hat, kann es mutig nach Oymyakon gehen. Aber vergessen Sie nicht, dass es auf der Welt noch einen weiteren extremen menschlichen Lebensraum gibt. Es liegt am 2. Ende der Welt. Es handelt sich um die russische Vostok-Station in der Antarktis. Es liegt direkt im Inneren des Kontinents, am südlichen geomagnetischen Pol inmitten ewigen Schnees und Eises. Unter der Eiskuppel, auf der die Station steht, befindet sich ein uralter Süßwassersee. Um das Klima auf der Station zu beschreiben, genügt die Feststellung, dass es keinen kälteren Ort auf dem Planeten gibt. Die Russen mögen offenbar den Winter. Hier wurde im Jahr 1983 die absolut niedrigste Temperatur auf dem Planeten gemessen, 89,2 Grad Celsius.
Im Jahresverlauf schwanken die Thermometerwerte zwischen -31 und 68 Grad, das absolute Maximum wurde hier im Jahr 19.157 beobachtet. Damals zeigte das Thermometer unglaubliche 13 Grad Celsius an. Ganze 120 Tage dauert die Polarnacht von April bis Ende August. Im Winter kann die Windgeschwindigkeit 50 oder mehr Meter pro Sekunde erreichen. Niedrige Temperaturen sind noch nicht die größte Unannehmlichkeit für das menschliche Leben. Die Lösung hierfür ist nahezu Null Luftfeuchtigkeit sowie ein Mangel an Sauerstoff und Kohlendioxid, da die Station auf einer Höhe von mehr als 3 Kilometer über dem Meeresspiegel liegt. Vielleicht können nur die leidenschaftlichsten Reisenden, Menschen der Extreme, das Leben der Wissenschaftler an der Vostok-Station beneiden und die Klimaanlage für außergewöhnliche natürliche Bedingungen hält mindestens 3 Monate. Dabei verspürt der Polarforscher Schwindel, Atemstillstand, Bewusstlosigkeit und andere Anzeichen eines nicht sehr wohlhabenden Organismus an der Vostok-Station. Ein Mensch lebt nicht, sondern stirbt langsam. Normalerweise verlieren Menschen mit Vostok in einem Monat 5 bis 10 Kilo an Gewicht. Die Luft enthält so viel Sauerstoff wie in einer Höhe von 5 Kilometer in mittleren Breiten. Daher ein Problem nach Eintreffen der Reaktion des Organismus. Es kommt vor, dass eine Person bereits wenige Minuten nach ihrer Ankunft in einen schlechten Zustand gerät. Bei nicht rechtzeitigem Transport würde ein Lungenödem innerhalb weniger Tage zum Tod durch Hypoxie führen. Manchen Menschen geht es gut, aber sie müssen beim zügigen Gehen und beim Aufnehmen von Lasten sehr vorsichtig sein. Kurzatmigkeit und Verdunkelung der Augen treten sofort auf. Wer steht plötzlich auf, muss einfach vor Schwindel vom Stuhl fallen. Darüber hinaus kommt es infolge der Apnoe zu Müdigkeit und es kann zu Atemaussetzern während des Schlafs kommen, damit sich eine Person an die Bedingungen der kontinentalen Antarktis anpassen und normal schlafen kann. Es dauert 1 bis 3 Monate. Im Alltag begegnen wir fast immer Insekten, Mücken, Käfern, Schmetterlingen und Fliegen auf dem Vostok. So etwas gibt es nicht, das ist für einen Menschen manchmal so ungewöhnlich, es können auch Halluzinationen auftreten. Feuerwehrleute denken möglicherweise, dass Fliegen oder Bienen in der Nähe fliegen. Das Wasser an der Station stammt aus dem umliegenden Schnee, es enthält weder Salze noch Mineralien. Es besteht zunächst kein ständiges Durstgefühl. Wie Sie vielleicht wissen, bohren Wissenschaftler seit langem einen Brunnen in den Vostok-See. Im Januar 2011 begann in einer Tiefe von 35-40 m erneut Eis. Das gefrorene Süßwasser des Sees ist sauber und hat keinen schlechten Geschmack. Sie können sicher kochen und Tee zubereiten. Polarforscher haben in diesem Tee keine unbekannten Lebensformen gesehen, wovor einige Wissenschaftler warnen. Nur von Mitte Dezember bis Anfang Februar fliegen Flugzeuge in den Osten. Manchmal ist es nicht möglich, sie können einfach nicht landen, das Fahrwerk ist am Eis festgefroren, manchmal kommt ein Motorrad mit Treibstoff von der Mirni-Tankstelle an. Zu anderen Zeiten kommen Nulltechniker nicht hierher. Wenn etwas passiert, ist niemand da, der helfen kann. Das Wohngebäude des Bahnhofs ist komplett verschüttet, es liegt unter einer 2 Meter hohen Schneeschicht. Es gibt kein Tageslicht im Inneren. Sie können 2 Ausgänge verlassen, den Hauptausgang und den Alternativausgang. Der Hauptausgang ist eine Tür, hinter der ein 50 Meter langer Tunnel in den Schnee gegraben wird. Der alternative Ausgang ist kurz und besteht aus einer steilen Treppe. Auf der Oberfläche der Schneedecke über dem Bahnhofsgebäude. Während der Überwinterung umfassen die Arbeiten einen täglichen Aufstieg ins Freie, es ist notwendig, über den Notausgang an die Oberfläche aufzusteigen und 400 m vom kleinen Haus entfernt zu gehen. Dort befinden sich Grundgeräte und Sensoren. Die Oberbekleidung wird immer zuerst angezogen. Daunenjacke, warme Hose, Wollhandschuhe, Lederhandschuhe, Filzstiefel und eine Gesichtsmaske. Das alles muss gründlich befestigt, befüllt und dann oben an den Laternen aufgehängt werden, Rucksack mit Thermoskanne, Werkzeug und Notizbuch. Manchmal ist es notwendig, solche Expeditionen mehrmals am Tag zu unternehmen, aber solche Tage vergehen schneller. Polarforscher lachen, im Übrigen hat sich das Leben in Vostok in den 60 Jahren seines Bestehens mehr oder weniger verändert. Wohnmodulesszimmer für wissenschaftliche Arbeiten, Diesel, Generator und andere Lebenserhaltungssysteme der Station. Es gibt viele Gebäude, es gibt nicht genug Mädchen, beschweren sich erfahrene Polarforscher. Im Sommer leben und arbeiten hier 25 Polarforscher. Im Winter sinkt die Zahl auf 13.
Es ist erwähnenswert, dass in den 60 Jahren der russischen Erforschung der Antarktis nur 7 Weibchen hier überwinterten. Und allen meinen Freunden gefällt das bitte, und wenn Sie etwas Neues gelernt haben, kommentieren Sie bitte, bis bald.